3 moderne Spiele, welche für den guten alten Gameboy erschienen sind, werde ich euch vorstellen. Diese sogenannten Homebrews werden von Indie-Developern erstellt und haben keine kommerziellen Ziele. Von Fans für Fans, pure Leidenschaft. Los geht's! Starten wir mit Spiel Nummer 1. Cephire's Pass ist ein Action-Adventure für den Game Boy Color und ein Homebrew vom Entwickler Cartographer. Laut eigenen Aussagen des Entwicklers ist das Spiel inspiriert von Klassikern wie Zelda Link's Awakening und Zelda The Wind Waker. Letzteres diente vor allem zur Ideengabe des Settings. Die Geschichte handelt von einem jungen Helden, der sich mit einer kleinen Piratenbande zusammentut, um Tane zu besiegen, einem Mann, der versucht, der Windgott zu werden. Um ihn zu besiegen, muss unser Held Abel zum Helden von Cephire werden, indem er alle alten Teile seiner Rüstung findet. Cephire's Pass ist ein Spiel, das Erkundung, Rätsellösung und Action-Elemente kombiniert. Die Spieler navigieren durch tückische Umgebungen, kämpfen gegen Feinde und lösen komplizierte Rätsel, die alte Relikte bewachen. Während die Hauptfigur Abel die Kräfte der Relikte nutzt, werden die Spieler Zeuge seiner Entwicklung und passen seine Strategien und Fähigkeiten an, um immer schwierigere Hindernisse zu überwinden. Cephire's Pass hat mich absolut abgeholt. Vor allem das Setting und die Story fand ich sehr spannend. So hat der Wind die Oberfläche in eine Wüste verwandelt und die Einheimischen leben in geschützten Canyons. Um an der Oberfläche reisen zu können, werden Luftschiffe benutzt. Die kleine, aber feine Open World wird also fliegend erkundet. Absolut cool. Es gibt verschiedene Dungeons und jedes nutzt seine eigene interessante Puzzle-Mechanik, die es zu bezwingen gibt. Dazu gesellen sich Ausrüstungsgegenstände, die das Voranschreiten in Cephire's Pass ermöglichen. So gibt es einige Stellen, zu denen man später zurückkehren muss. Die Charaktere sind toll gestaltet und die Piratencrew erinnert mich persönlich an die alte Tantalus-Bande aus Final Fantasy IX, welches übrigens das beste Final Fantasy überhaupt ist. Ich mochte die Piraten in Cephire's Pass sehr. Grafisch und musikalisch ist Cephire's Pass ein Meisterwerk und hier spürt man die Liebe und Hingabe des Entwicklers. Wirklich alles passt perfekt zusammen. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist nicht zu schwer, was ich persönlich sehr begrüßt habe. Ich hatte keinen einzigen Frustmoment. Dazu passt auch, dass man fast immer und überall speichern kann. Das ist wirklich sehr flexibel, vor allem so für Menschen so mit Kindern und sowas, ne? Oh Mann, auf Cephire's Pass hatte ich mich wirklich seit Jahren gefreut und war sehr gehypt. Das Spiel hat mich nicht enttäuscht und als ich es nach ca. 6 Stunden ungefähr beendet habe, war ich wirklich sehr glücklich, aber auch traurig. Also, volle Empfehlung von mir für dieses Spiel. Cephire's Pass wurde von Incube 8 Games gepublished, kostet mit Box, Cartridge und allem drum und dran $60. Ich habe die digitale Version für $14 gespielt und wie gesagt, ich bereue nichts. Es war jeden Cent wert. Kommen wir also zu Spiel Nummer 2. GB Run ist ein Rennspiel, das an die alten Arcade Racer erinnern soll. Entwickelt wurde es vom Biscuit Locker und ist kostenfrei auf itch.io verfügbar. Das Ziel ist es, vor Ablauf der Zeit das Ende der Strecke zu erreichen. Macht Sinn? Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn in den Weg stellt sich der Feierabendverkehr und jede Kollision mit anderen Fahrzeugen bremst unser Vehikel von gefühlt 120 km pro Stunde auf ganz genau Stillstand. Auch andere Hindernisse wie Kegel oder offene Gullideckel wollen geschickt umkurvt werden. Mit kontinuierlichem Drücken auf A beschleunigt das Fahrzeug und lässt es losbrausen. Erreicht man das Ziel der Strecke, bevor der Timer endet, hat man es geschafft. Der Clou? Es gibt 2 Ziellinien. Je nachdem, welche man überquert, ob oben oder unten, entscheidet sich, welche die nachfolgende Strecke sein wird, denn es gibt verschiedene Routen mit unterschiedlichen Biomen. Öfter rasen lohnt sich also. Grafik, Musik, Gameplay und der allgemeine Stil haben mir sehr gut gefallen. Vor allem die verschiedenen Routen und somit der Mehrspielwert waren am Ende ein Riesenplus. Gespielt kann der Racer natürlich via Gameboy oder etwaige Emulatoren oder direkt im Browser via itch.io. Von mir gibt's eine vollste Empfehlung. Mit dem Game Zeit zu verbringen ist definitiv keine Zeitverschwendung. Schreib mir deinen Highscore doch gerne in die Kommentare. Beim letzten Spiel des Videos handelt es sich um ein Strategiespiel für den Game Boy Advance, genauer gesagt ein Tower Defense. Bei Collie Defense spielen wir einen tapferen Hirtenhund, der über seine Schafsherde wacht, denn diese wird bedroht von Bären, Füchsen, Tigern, Spinnen und mehr noch. Das Ganze wurde metaphorisch umgesetzt, denn der Border Collie namens Whisky, Yip wie das Getränk, baut Türme, um seine Herde zu schützen. Entwickelt wurde das Ganze von Jan und Ro. Letzterer betreibt den Indie-Publisher The Retro Room Games, welcher schon diverse Homebrews für verschiedene Retro-Konsolen als physische Spiele herausgebracht hat. Whisky, der Border Collie, ist keine Fantasiegestalt, sondern tatsächlich der treue Freund von Entwickler Jan. Finanziert wurde das Spiel über Kickstarter und erreichte das Ziel von $10.000.
Bin immer wieder überrascht, welche Magie Retro-Spiele auf uns alte Hasen ausübt. Es gibt 4 verschiedene Arten von Türmen, um die wolligen Freunde zu verteidigen und über 10 völlig unterschiedliche Level zum Durchspielen. Es gibt 2 verschiedene Spielmodi, darunter den Story-Modus und einen Highscore-Modus, in dem wir einzelne Level mit einer erweiterten Herausforderung spielen können. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich bin zwar kein Tower-Defense-Fan, aber ich nehme jede Strategie-Homebrew für den Gameboy mit Kusshand, denn dieses Genre ist für das System rar gesät. Oder um es für Deutsche zu erklären, stell dir vor, es gibt pünktliche Züge. Ziemlich selten, eigentlich kaum, aber sag niemals nie. Grafik, Animationen und Sound plus Musik haben mir einen wohligen Schauer über den Rücken gejagt. Der Schwierigkeitsgrad war auch super, bis zum letzten Level. Ich habe es da, ehrlich gesagt, verkackt. Denn Leben und Münzen für die Türme nimmt man für jedes Level mit. Wer zu Beginn also spendabel ist, wird es am Ende bereuen. Zweimal spielen ist sicherlich ein Muss. Und richtig geil ist, dass man sich einen QR-Code generieren lassen kann, um am Ende seinen Highscore online eintragen lassen zu können. Dieses Feature gefiel mir besonders gut. Das bringt Retro-Arcade-Zocken auf eine neue Ebene. Ja, Ameisenstrom, ich sehe dich winken, aber dich gibt's einfach nicht physisch. Und damit auch zum Thema. Tränen für alle, die wie ich Gameboy Homebrews digital spielen. Es gibt lediglich eine digitale Demo bei itch.io. Ansonsten gibt es Call of Defense physisch für knapp nen Fuffi bei Retro Room Games. Komplett mit Box und farbigem Handbuch und das sieht wirklich edel aus, also zumindest auf den Bildern. Denn ich habe Call of Defense via Evercade gespielt und wer dieses tolle System besitzt, Schleichwerbung ole ole ole, findet Call of Defense auf der Indie Heroes 4 Cartridge. Wenn du noch auf weitere moderne und aktuelle Spiele für den Gameboy Lust hast, dann schau dir doch das Video an, welches dir jetzt hoffentlich in der Mitte des Bildschirms in die Augen springt. 13 Homebrews, die ich letztes Jahr gespielt habe und davon wird sicherlich auch einiges für dich dabei sein. In diesem Sinne, bis bald.